Golden Me ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Luxemburg. Unsere Mission ist es, die digitale Inklusion von SeniorInnen zu fördern und damit ihre soziale Teilhabe in einer zunehmend vernetzten Welt zu stärken. Bei uns basiert der Zugang zur Technologie vor allem auf menschlicher Begleitung. Diese kann in Form von individueller Unterstützung, Vorträgen oder partizipativen Workshops stattfinden, die stets auf Zuhören, Wertschätzung und einem praxisnahen Ansatz beruhen. Welche Rolle spielt digitale Inklusion heute in der sozialen Arbeit mit älteren Menschen? Digitale Inklusion ist heute ein Schlüssel für gesellschaftliche Teilhabe. Damit Menschen jeden Alters selbstbestimmt, autonom und aktiv am Leben teilnehmen können, ist es wichtig, dass sie Zugang zu digitalen Angeboten haben. In einer Welt, in der Offline- und Online-Leben zunehmend verschmelzen, hilft digitale Inklusion älteren Menschen, Anschluss zu behalten, am sozialen, kulturellen und alltäglichen Leben teilzuhaben und die Gesellschaft mitzugestalten. Welche strukturellen Hürden oder institutionelle Barrieren erschweren den Zugang älterer Menschen zum digitalen Lernen? Ältere Menschen stoßen beim Zugang zu digitalem Lernen auf verschiedene strukturelle und institutionelle Hürden. Das Bildungsangebot ist oft unübersichtlich und auf viele unterschiedliche Stellen verteilt, wie Sozialdienste, Bildungsinstitutionen, Seniorenorganisationen oder ehrenamtliche Projekte. Gleichzeitig sind immer mehr Dienstleistungen, etwa von Behörden oder Banken, ausschließlich online verfügbar. Teilweise ohne jegliche analoge Hilfsangebote oder Schulungen. Digitale Unterstützung wird häufig von Pflegekräften, Physiotherapeuten oder anderem Betreuungspersonal übernommen. Sie sind aktuell eine der tragenden Kräfte, stoßen jedoch an ihre Grenzen, da oft Zeit fehlt und spezielle Schulungen nicht ausreichend vorhanden sind. Die Unterstützung bei der Nutzung digitaler Werkzeuge und bei digitalen Fragestellungen gehört jedoch nicht zu ihren eigentlichen Aufgaben, sie werden damit trotzdem häufig konfrontiert. Wie können Sozialarbeiterinnen dazu beitragen, Berührungsängste gegenüber digitalen Themen abzubauen? Sozialarbeiterinnen können Berührungsängste abbauen, indem sie eine positive Haltung gegenüber digitalen Themen vorleben und Vertrauen schaffen. Praxisnahe Beispiele aus dem Alltag zeigen, wie digitale Angebote den Alltag erleichtern oder neue Möglichkeiten eröffnen. Wichtig ist eine niederschwellige, geduldige Begleitung, bei der Seniorinnen Schritt für Schritt Sicherheit aufbauen können. Es geht nicht darum, alles zu können, sondern auf die individuellen Bedürfnisse einzugehen und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu stärken. Zum Beispiel Parking-Apps sowie Indigo Neo. Sozialarbeiterinnen gehen mit der Person spazieren und machen einen Parkplatz ausfindig. Die Sozialarbeiterin zeigt zuerst, wie es auf ihrem eigenen Smartphone geht. Eine Zone auswählen, zahlen und erklärt die Vorteile. Wenn man einen Parkplatz oder Zone ausgewählt hat, kann man ihn direkt über die App bezahlen, per Kreditkarte. Außerdem erinnert die App rechtzeitig daran, wann die Parkzeit abläuft und man kann bei Bedarf die Parkzeit nachträglich verlängern, ohne zum Auto zurücklaufen zu müssen. Anschließend setzen sich die Sozialarbeiterinnen mit der Person hin, um die App gemeinsam herunterzuladen und die Kreditkarte sowie die Immatrikulationsnummer einzugeben. Sobald diese erste Hürde geschafft ist, testen Sie direkt, ob die Person nun selbst einen Parkplatz buchen kann. Welche typischen Schwierigkeiten begegnen Ihnen im Alltag, wenn Sie Seniorinnen bei digitalen Themen begleiten? Bei der Begleitung von Seniorinnen im Umgang mit digitalen Technologien treten regelmäßig wiederkehrende Herausforderungen auf. Geräte sind häufig sehr unterschiedlich und teilweise technisch veraltet, was Aktualisierungen oder bestimmte Anwendungen unmöglich macht. Zudem variieren die individuellen Vorkenntnisse stark, sodass die Vermittlung schrittweise und sehr differenziert erfolgen muss. Verunsicherung, Angst vor Fehlern und daraus entstehender Frust können auch den Lernprozess erschweren. Ein weiterer typischer Stolperstein besteht darin, dass notwendige Zugangsdaten wie Passwörter oft nicht verfügbar oder nicht dokumentiert sind. Interfaces und
Bedienoberflächen können sich zudem in kurzen Zeitabständen verändern, was erlernte Schritte schnell wieder wirkungslos macht. Zusätzlich existieren für viele digitale Aufgaben mehrere unterschiedliche Wege zum Ziel, was Orientierung und Entscheidungsfindung erschwert und zu weiterer Verunsicherung führen kann. Was motiviert SeniorInnen am meisten, sich mit digitalen Themen zu beschäftigen? SeniorInnen haben oft sehr konkrete Gründe, warum sie sich auf digitale Themen einlassen. Die wichtigste Frage dabei: Bringt mir das etwas in meinem Alltag? Die Motivation ist dort, wo digitale Möglichkeiten direkt an persönlichen Wünschen, Routinen und Beziehungen anknüpfen. Ein paar Beispiele. Musikliebhaberinnen nutzen Apps zum Streamen von Musik und Radio. Sprachfans lieben Apps sowie Duolingo. Reisebegeisterte freuen sich über Karten-Apps, Fahrplan und Wetterdienste. Fotofans wollen lernen über Fotogalerie, Cloud oder auch wie man Bilder teilt. Kurz, um den Lernprozess zu erleichtern, ist es wesentlich, den Mehrwert digitaler Anwendungen deutlich zu machen und durch praxisnahe Beispiele deren Vorteile im Alltagsleben zu veranschaulichen. SeniorInnen lernen digitale Themen am liebsten dann, wenn die Technik ihre Beziehungen stärkt, ihren Alltag erleichtert und ihren eigenen Interessen fördert. Indem wir mit leichten, interessenbasierten Themen starten, öffnen wir gleichzeitig die Tür zu wichtigen Querschnittsthemen wie Sicherheit und Datenschutz, die sich dann zusätzlich vermitteln lassen. Wie lässt sich eine vertrauensvolle Lernatmosphäre schaffen, um die Angst vor Fehlern zu reduzieren? Eine vertrauensvolle Lernatmosphäre entsteht, wenn ältere Menschen ohne Druck in einem wertschätzenden Umfeld lernen können. Geduld, individuelle Anpassung und ein respektvoller Umgang sind zentral. Wichtig sind ruhige, gut erreichbare Orte, die Zeit für Austausch lassen und eine angenehme, entspannte Lernatmosphäre, in der Fehler als Teil des Lernens gesehen werden. Welche Formate haben sich in Ihrer Arbeit als besonders wirkungsvoll für ältere Menschen erwiesen? Smart Cafés. 1:1 Betreuung mit digitalen Geräten bei Golden Me, genannt Smart Cafés. In unserer Arbeit hat sich gezeigt, dass ältere Menschen besonders von individuellen und praxisnahen Lernformaten profitieren. Häufig richten sich ihre Fragen auf spezifische Probleme mit spezifischen Geräten, zum Beispiel, wo sind überall meine Fotos gespeichert oder wie kann ich einen Termin online buchen. In diesem Kontext haben sich 1:1 Betreuungen, wie sie in unserem Smart Café stattfinden, als besonders wirkungsvoll erwiesen. Dabei bekommt jeder Senior etwa 1 Stunde individuelle Unterstützung, die direkt auf die jeweilige Alltagssituation und die konkreten Fragen zugeschnitten ist. Es geht in erster Linie darum, alltägliche Aufgaben verständlich zu erklären und Hilfestellung zu geben, nicht um komplexe Softwareprobleme oder Hardware-Reparaturen. Überschreitet eine Anfrage unsere fachlichen Kompetenzen, leiten wir sie gezielt an entsprechende Expertinnen weiter, wie Informatikfachgeschäfte oder freiberufliche Spezialistinnen. Früher war es einfacher, solche Kurse durchzuführen, weil die Geräte weniger vielfältig waren, die Betriebssysteme standardisiert und die Nutzerinnen mit ähnlichen Vorkenntnissen ausgestattet. Heute unterscheiden sich Smartphones, Tablets, Betriebssysteme und Niveaus stark. Und die gerätebezogenen Fragen sind sehr unterschiedlich. Gruppenunterricht kann diese Vielfalt kaum abdecken, weshalb die individuelle, praxisnahe Unterstützung effektiver in diesem Kontext ist. Smart Talks, Gruppenunterricht bei Golden Me, genannt Smart Talk. Das ist eine Art interaktive Präsentation. Vor allem transversale Themen wie Sicherheit und Datenschutz, zum Beispiel unser Modul zu Phishing oder starken Passwörtern. Inhalte, die zentral für das Leben als Bürgerin in Luxemburg sind und ohne sie der Zugang zu wichtigen Verwaltungsdienstleistungen nur eingeschränkt möglich wäre, zum Beispiel die App MyGuichet. Diese Inhalte zielen nicht darauf ab, konkrete Geräteeinstellungen zu klären, sondern dienen vielmehr als Einführung in ein bestimmtes Themenfeld. So erhalten die Nutzerinnen ein grundlegendes Verständnis, das ihnen den Zugang zu den Dienstleistungen erleichtert. Smart Workshops.
Eine Mischung aus Theorie und Praxis, bei GoldenMe genannt Smart Workshop. Ein Smart Workshop ist ein Workshop zu einem digitalen Thema, bei dem die Teilnehmenden nach dem theoretischen Teil direkt auf ihrem eigenen Gerät etwas austesten können. Für Smart Workshops hat GoldenMe bisher oft mit Privatwirtschaft Partnerschaften abgeschlossen. So hatten wir schon Smart Workshops mit LuxTrust zum Thema Switch vom Token zur App, Smart Workshops mit eSanté zum Thema DSP. Andere Smart Workshop-Themen waren in den letzten Jahren die Apps der CFL, Passwortmanager-Apps oder auch Fotoverarbeitungssoftwares. In Zukunft legen wir den Fokus aber auch auf die Kompetenzen, die es einem erlauben, digitale Inhalte zu interpretieren und analysieren. Ein Smart Workshop zum Thema Fake News erkennen ist geplant, wo wir digitale Zeitungsartikel in groß ausdrucken, den die Leute sich dann erstmal analog anschauen sollen, um verschiedene Zeichen zu erkennen, die auf Fake News hindeuten. Welche Lernmethoden haben sich in Ihrer Arbeit als besonders wirkungsvoll für ältere Menschen erwiesen? Analoge und digitale Lernformate kombinieren. Die Kombination aus analogen und digitalen Lernformaten ist für ältere Menschen besonders wertvoll, weil sie Sicherheit schafft, Überforderung reduziert und verschiedene Lernkanäle aktiviert. Analoge Elemente wie ein ausgedruckter Zeitungsartikel zum Thema Fake News erkennen, machen digitale Prozesse verständlicher und helfen, komplexe Funktionen sichtbar zu machen. So entsteht eine natürliche Brücke zwischen der vertrauten Welt des Greifbaren und der oft abstrakten digitalen Welt. Gleichzeitig stärkt diese Mischung das Selbstvertrauen der Teilnehmenden, fördert den sozialen Austausch und sorgt dafür, dass alle mitmachen können, unabhängig von Erfahrungsniveau, Gerät oder Internetzugang. Durch die Verbindung beider Welten entsteht ein inklusives, zugängliches und nachhaltiges Lernumfeld. Intergenerationelles Lernen. Intergenerationelles Lernen ist eine besonders wirkungsvolle Methode, um älteren Menschen digitale Kompetenzen zu vermitteln, weil es auf natürlicher Nähe, gegenseitiger Unterstützung und dem Austausch von Lebenswelten basiert. Jugendliche bringen meist eine große Vertrautheit mit digitalen Geräten mit und können praktische Hilfe leicht und intuitiv erklären. Ältere Menschen wiederum verfügen über Geduld, Lebenserfahrung und Interesse an persönlichem Kontakt. Dieses Zusammenspiel schafft ein entspanntes Lernklima, senkt Hemmschwellen und fördert gegenseitigen Respekt. Für die intergenerationellen Smart Cafés bei GoldenMe arbeiten wir zusammen mit den Jugendhäusern aus den jeweiligen Gemeinden. Peer-to-Peer. Eine Lernmethode, die bei GoldenMe sehr gut funktioniert, ist das Peer-to-Peer-Lernen, egal ob es sich um Smart Cafés oder Smart Talks handelt. Unsere ehrenamtliche Gruppe, die Digital Mentors, besteht hauptsächlich aus RentnerInnen, die Lust am Lernen und Unterrichten haben. Peer-to-Peer-Lernen funktioniert bei älteren Menschen besonders gut, weil es auf gegenseitigem Vertrauen und ähnlichen Erfahrungen basiert. Wenn Lernende von Gleichaltrigen angeleitet werden, fühlen sie sich weniger unter Druck, Fragen zu stellen und können in ihrem eigenen Tempo üben. Wie gehen Sie mit Situationen um, in denen Seniorinnen Misstrauen gegenüber digitalen Angeboten zeigen, zum Beispiel Online-Banking? Neben der Vermittlung der Vorteile digitaler Anwendungen ist es auch die Sensibilisierung für mögliche Risiken von Bedeutung. Entscheidend ist, hier eine ausgewogene Balance zwischen Nutzen und Schutzbewusstsein zu wahren. Wenn Seniorinnen Misstrauen gegenüber digitalen Angeboten zeigen, ist es wichtig, diese ernst zu nehmen und nicht zu übergehen. Wir hören zu, klären auf und sensibilisieren, ohne Druck auszuüben. Ein gesundes Maß an Misstrauen ist im digitalen Raum sogar wichtig. Es schützt und ist Teil eines sicheren Umgangs mit digitalen Medien. Entscheidend ist, dort anzusetzen, wo Interesse und persönlicher Mehrwert entstehen, etwa bei Kontakt mit Familie oder bei alltäglichen Aufgaben. Wie kann man genau diese sensiblen Themen wie Passwörter, Cybersicherheit oder Phishing ansprechen, ohne Angst zu erzeugen? Um sensible Themen wie Passwörter, Cybersicherheit oder Phishing anzusprechen
ohne Angst zu erzeugen, ist es besonders wichtig, eine positive, motivierende Sprache zu verwenden. Wir nutzen Bilder und Metaphern, die Sicherheit greifbar machen, zum Beispiel das Schloss für eine sichere Verbindung oder ein Schutzschild gegen Betrugsversuche. Wir sprechen über Risiken, erklären aber gleichzeitig, wie man solche Risiken einschätzen kann, damit man nicht davon gelähmt wird. Der Fokus liegt darauf, dass die Teilnehmenden konkreten Einfluss auf ihre eigene Sicherheit haben, indem sie lernen, ihr Verhalten bewusst anzupassen, etwa sichere Passwörter zu wählen, E-Mails kritisch zu prüfen oder persönliche Daten geschützt zu teilen. Erfahren sie Mut und Motivation, weil sie merken, ich kann etwas tun, ich habe Kontrolle. Wir arbeiten dabei auf der Ebene der Prävention. Ziel ist nicht, Angst zu schnüren, sondern ein Gefühl von Kompetenz und Selbstwirksamkeit zu fördern. So wird Sicherheit im digitalen Alltag greifbar, positiv erfahrbar und gleichzeitig wirksam umgesetzt. Analoge Lernmaterialien und Handouts behalten ihre Relevanz, da sie den Teilnehmenden ermöglichen, Inhalte unabhängig vom digitalen Zugang jederzeit nachzuschlagen. Wie kann man älteren Menschen helfen, KI-basierte Anwendungen kritisch, aber offen zu nutzen? Um älteren Menschen zu helfen, KI kritisch, aber offen zu nutzen, ist es wichtig, ihnen zuerst die Angst zu nehmen und zu zeigen, dass sie KI längst im Alltag verwenden. Etwa im Navi, das den kürzesten Weg berechnet, oder in der automatischen Rechtschreibkorrektur. Gleichzeitig hilft eine klare Erklärung, was KI gut kann, zum Beispiel Texte vorlesen, Wege finden, Informationen zusammenfassen und was sie nicht kann, Gefühle haben, selbstständig handeln, Menschen ersetzen. Dadurch schafft man realistische Erwartungen. Nützliche Kriterien für eine gute KI-Nutzung stärken die kritische Haltung. Wenn etwas merkwürdig wirkt, sollte man es überprüfen und niemals persönliche Daten eingeben. Ebenso ist es hilfreich, gemeinsam typische Fehler zu betrachten und zu zeigen, dass KI sich irren kann. Zum Beispiel gibt sie oft falsche lokale Busverbindungen. Auch wichtig zu erklären ist, dass KI auf menschlich erzeugten Daten basiert und daher auch Vorurteile wie Gender- oder Rassismus-Bias übernehmen kann. Wenn man zusätzlich konkrete Vorteile zeigt, etwa verständliche Erklärungen zu Medikamenten oder Hilfe beim Formulieren offizieller Nachrichten, erkennen ältere Menschen, wie KI ihnen den Alltag erleichtern kann, ohne dass sie ihr blind vertrauen müssen. Wie kann man ältere Menschen dabei unterstützen, das Gelernte auch langfristig im Alltag anzuwenden? Um ältere Menschen dabei zu unterstützen, das Gelernte langfristig im Alltag anzuwenden, ist vor allem regelmäßige Wiederholung entscheidend. Besonders hilfreich ist es, wenn Sie direkt auf Ihren eigenen Geräten arbeiten können, weil Sie die gelernten Schritte später genau dort wiederfinden, wo Sie sie geübt haben. Das reduziert Unsicherheiten, stärkt das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und erleichtert es Ihnen, die Inhalte im Alltag selbstständig anzuwenden. Ergänzend dazu helfen selbstgemachte Notizen oder mitgegebene Handouts, in denen die wichtigsten Schritte übersichtlich zusammengefasst sind. Durch kontinuierliches Üben und das erneute Wiederholen der Inhalte wird das Gelernte gefestigt und kann besser in den Alltag integriert werden. Hier sind einige Adressen, mit denen die Leute selbst zu Hause üben oder sich informieren können. Phishing Quiz von Google, Phishing Quiz vom Karlsruher Institut für Technologie, Let's Fin zum Thema digitale Finanzen, Fondation ABBL E-Banking Learning Tool, Vodafone High Digital Online Learning Tool. Welche Erfolge oder positive Veränderungen haben Sie persönlich erlebt, wenn ältere Menschen digitale Kompetenzen erworben haben? Aus Golden Me-Perspektive ist das wohl am häufigsten genannte Beispiel, wenn eine ältere Person lernt, eine Messenger-App aktiv zu nutzen. Dies eröffnet völlig neue Möglichkeiten der Teilhabe. Die Person kann nicht nur Nachrichten senden, sondern auch Fotos und Videos von der Familie sehen und so enger am Leben der Enkelkinder oder Verwandten teilhaben. Gleichzeitig ermöglicht die Teilnahme an Gruppen
etwa der Gymnastik oder Seniorengruppe, den Zugang zu aktuellen Informationen über Trainings, Treffpunkte oder Aktivitäten und erleichtert die Planung. Diese digitale Vernetzung stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit, Selbstständigkeit und Kontrolle im Alltag und reduziert Isolation, da die Person jederzeit informiert und sozial eingebunden bleibt. Welche zentrale Botschaft möchten Sie an Fachkräfte richten, die älteren Menschen bei ihrem digitalen Lernprozess begleiten? Knüpfen Sie an die Interessen und Alltagserfahrungen der SeniorInnen. Arbeiten Sie schrittweise und praxisnah. Nutzen Sie Hilfsmittel wie Notizen oder Handouts und schaffen Sie positive Lernerlebnisse. So fördern Sie Selbstständigkeit, Sicherheit und Motivation, damit das Gelernte nachhaltig angewendet wird. Menschen können ihr Leben lang lernen und wir sollten die Lernfähigkeit älterer Menschen keinesfalls unterschätzen. Dennoch benötigen sie häufig etwas mehr Zeit, besonders wenn es um digitale Kompetenzen geht, da diese Welt oft in ihren prägenden Jahren nicht präsent war. Gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, dass viele unserer TeilnehmerInnen nicht nur von neuen digitalen Fähigkeiten profitieren, sondern auch von Zuwendung, Aufmerksamkeit und echtem Zuhören. Wenn diese Bedürfnisse erfüllt werden, schafft das Vertrauen und Lernen fällt automatisch leichter. Wichtig ist außerdem, die Erwartungen realistisch zu halten. Ein gutes Lernergebnis kann auch darin bestehen, dass sich die Person nach der Beratung einfach ein bisschen besser und sicherer fühlt als zuvor. Die Technologie entwickelt sich rasant und wir alle befinden uns in einer ständigen Phase der Anpassung. Es gibt nicht die eine Lösung für die digitale Kluft, sondern viele Wege und man muss immer wieder nach passenden Ansätzen suchen. Wir erinnern unsere Teilnehmenden regelmäßig daran, dass auch jüngere Generationen den Umgang mit Technik erst lernen müssen. Zwar stehen sie vor anderen Herausforderungen, etwa Ablenkung oder Suchtgefahr, doch im Kern sitzen wir alle im selben Boot. Außerdem ist es wichtig, dass Institutionen, soziale Dienste und Privatwirtschaft eng zusammenarbeiten, um niedrigschwellige und nachhaltige Unterstützung sicherzustellen. Dabei ist es entscheidend, dass alle ihren Teil der Verantwortung übernehmen und ihre Angebote so gestalten, dass sie für die älteren Menschen zugänglich und nutzbar sind.